Ich liebe Shisha, Freunde. Da sind wir wieder zurück mit den Wischprodukten. Wir werden jetzt mit den ganzen, also mit den beiden Pfeifen rauchen. Im Anschluss auch noch den Kopf dann einzeln probieren. Das werde ich am Ende so ranschneiden, dann werden wir das auf eine normale Pfeife probieren. Aber ich habe die beiden Pfeifen vorbereitet. Einmal die flache und einmal die dreieckige. Und ja, jetzt werden wir das Ganze einfach mal ausprobieren. Was habe ich gebaut? Also übrigens, das ist immer noch mein Aufsatz. Dieser Aufsatz war nicht dazu. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Und ja, ich werde euch nebenbei auch wieder Bilder einblenden und bla bla bla. Was habe ich gebaut? Ich glaube, hier war Gurke Minze. Gurke Minze sage ich schon. Aqua Cucumber von Aquamenta. Und hier habe ich, soweit ich gebaut, Frosty App von X-Racha. Ne, Icy App. Genau, die beiden habe ich gebaut, nur damit ihr mal Bescheid wisst. Und also hier der X-Racha, hier der Aquamenta. Habe auch schon die Kohlen vorbereitet, 6 Stück gemacht, ist gut heiß, sag ich mal. Und die wollte ich jetzt noch reingeben schnell und dann werden wir das Ganze mal ausprobieren hier. Machen wir erstmal hier rein, das Ganze, zack. Und zack, ich wollte, dass ihr da gerne dabei seid, ne, damit ihr auch seht, dass ich hier wirklich Kohlen reinlege und euch hier nicht anlüge. Machen wir mal hier. Ne, muss ich sagen, sind übrigens sehr, sehr gute Kohlen, die von Coco Soul. Dieses mit denen, dass die so, ich mag die Kohlen irgendwie und die haben hier so, dass die so gedrittelt sind. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Und ja, passen irgendwie perfekt in so einen Lotus-Aufsatz, muss man einfach so sagen. So, Freunde, die Kohlen sind drin, dann kann ich nämlich einfach aufstehen und dann von oben reingucken. Das geht alles dann ein bisschen einfacher. Sehen wir hier noch das Aufsätzchen drauf, dann geht es ein bisschen schneller. Die sind jetzt schon eine Minute ungefähr drin. Und dann ziehen wir damit an. Probieren wir mal hier, ob schon überhaupt was kommt, ob es schon ein bisschen heiß ist. Oh ja, es kommt schon ein bisschen. Da kommt schon ein bisschen, auch schon Geschmack. Schauen wir mal, was hier bisher so aussieht. Hier kommt auch langsam was. Das ist ja schon mal sehr schön. Erstmal noch kurz zu den Pfeifen. Lassen wir das noch ein bisschen hier anlassen, damit es schon mal ein bisschen schneller geht. Dazwischendurch kann ich mal ein bisschen erzählen. Besonderheiten, Unterschiede zwischen den beiden Pfeifen. Die hat zum Beispiel einen eingebauten Diffuser. Der Kopf hängt so ein Stück im Wasser. Also der Kopf ist in dem Sinne die Rauchsäule. Und der hat unten einen Diffuser dran. Das fand ich sehr, sehr cool. Den kannst du, glaube ich, auch rausdrücken, aber ich weiß nicht, ob er den noch hält. Ne? Und ich würde das lieber ohne machen, weil sonst blubbert das hier heftig laut. Die hat keinen Diffuser, das ist irgendwie ein großer Unterschied. Dann ist mir jetzt aufgefallen, wo hier die Luftkammer ist, also wo da die Luftverbindung ist. Hier oben ist ein ganz schmaler, ganz kleiner Streifen und hier ist ein etwas längerer, also da ist so eine Teilung dazwischen, wahrscheinlich einfach, dass die Oberplatte direkt da so drauf hält. Und dadurch kommt Luft durch, also dadurch ist Luft durch. Heißt, wenn du das Ding kippst, kommt alles in die Kammer, wo du ziehst. Das ist mir nämlich, ich habe die in der Hand gehabt, habe so gezogen so, also beim Laufen so, von der Küche her, weil ich wissen wollte, okay, passt das Wasser. Und dann ist mir aufgefallen, dass hier ein bisschen Wasser jetzt hinten in der Kammer drin ist. Ist so. Aber gut, LED-Ding ist auch übrigens da. Können wir auch mal anmachen. Weiß nicht, ob man das hier so groß sieht. Das ist eh schon. Machen wir einfach hier auf Jump. So, dann sieht man uns wahrscheinlich ein bisschen besser. Kann einfach sein durch diese Helligkeit. Ansonsten, was gibt es hier zu sagen? Hier war kein Aufsatz dazu, das fand ich ein bisschen blöd, so, ich muss jetzt einen eigenen nehmen. Dann fehlt mir irgendwie hier ein Teller, klar, hier fehlt auch ein Teller, also klopf mal deine Kohle hier ab, das machst du nur einmal. Dann, was ich sehr, sehr geil finde, das habe ich auch in der Insta-Story gepostet, ich muss euch das als Videoschnipsel einblenden. Das ist zwar diese Kugel hier und zwar springt die richtig geil rum, wenn du auspustest, weil die halt gerade nach unten liegt und die springt richtig krass rum, du kannst pusten, wie du willst, die fliegt nicht raus. Ne, ich finde, der Abstand nach oben ist irgendwie zu weit gemacht. Man hätte die so ein bisschen fixieren können beim Auspusten, weil, hört einfach mal. Das hört sich an, als wenn mein Getriebe kaputt wäre im Auto oder irgendwas anderes. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, so sei es. Ansonsten von der Verarbeitung haben wir hier die ganze Sache schon geklärt. Hier habe ich auch so ein paar Luftbläschen, denn diese Klebebläschen, ne? Ich blende nochmal so nebenbei so ein bisschen ein paar Bilder ein. Ich mache ein paar Bilder, ein paar Dings, ne? Wie das Ganze aussieht beim Rauchen, Benzin und so. Also die Unterschiede, sag ich mal, also vom Stil gefällt mir bisher die flache geiler. Vom Rauchen wird wahrscheinlich die große geiler sein. Aber das werden wir gleich sehen, Freunde. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal hier nochmal. Mal schauen, was die ganze Sache zu sagen hat.
Raucht schon mal super, muss ich sagen. Das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Muss ich sagen, gut gebaut hier. Auf die Schulter klopfen. Dann schauen wir mal, was er hier sagt, der Tabak. Problem, was mir jetzt schon wieder hier auffällt, du ziehst ein paar Tropfen Wasser mit in den Schlauch rein. Das finde ich ein bisschen suboptimal. Es liegt einfach, weil der Anschluss so weit oben ist. Ja, und wenn du zu viel Wasser drin hast und zu stark ziehst, wenn ich einfach so jetzt ziehe, ist klar, dass ich Wasser mit reinziehe. Ansonsten ist das, ja, es geht noch, sage ich mal. Scheiße, daneben geworfen. Da muss ich mal schnell aufstehen. Nämlich bevor mir der Boden abfackelt und mir der Boden schmilzt durch diesen harten Lotusaufsatz. Ist nämlich ein bisschen zu heiß, der Tabak, aber es geht vollkommen klar. Also ich finde es in Ordnung, damit zu rauchen. Aber du hast halt immer Wasser im Schlauch. Also dieses Wasser im Schlauch, du hast so ein Nachbeben und das nervt mich einfach, das nervt mich seit Tag 1, seitdem ich Shisha rauche. Du hast so ein, du merkst diese Vibration vom Wasser und die auch im Schlauch so und das nervt richtig krass. Also das nervt mich auch, wenn ich den Schlauch in der Hand halte und merke diese Vibration vom Wasser einfach. Ansonsten haut sich 1A. Ich denke mal, mit Diffuser würde die viel geiler kommen. Also, ich könnte jetzt einen ranhängen, aber ich habe Angst, dass ich ihn nie wieder rauskriege. Dass er einfach abfällt, wenn ich da rausziehe. Aber es raucht sich gut, ne? Ja, raucht sich gut. Natürlich kann jetzt noch mehr Rauch kommen, ist jetzt nicht komplett angezogen. Werde gleich auch ein paar Minuten verweilen lassen und dann werden wir noch ein paar Mal ziehen. Aber hier bisher... Die läuft schön ruhig. Die ist wirklich schön ruhig, die Pfeife. Was ich richtig geil finde, das muss ich euch einfach erzählen, Freunde. Ich habe mich vorhin weggepackt vor Lachen. Wenn du hier auspustest, eine Nahaufnahme einblenden, das sieht einfach so geil aus. Ich konnte nicht mehr einfach. Wie sich dieses Gummiplättchen da einfach anhebt, das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach richtig cool aus, wenn man es so nicht gewohnt ist. Normalerweise ist man es wie hier gewohnt. Klar, das sieht auch geil aus. Das sieht auch aus wie Silvesterraketen. Kennt ihr so eine Teile, so eine Batterien und dann und genauso sieht es hier auch aus. Ich kann nicht mehr, ohne Witz, Alter. Und hier sieht es so richtig aus, dass sich das so richtig geil anhebt. Das ist irgendwie geil. Also, ich muss sagen, von der Verarbeitung ist die klar schlechter. Das Kratzer, das dies, das. Aber ich glaube, die war bei 30 Euro und ich finde die geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die geil. Weil die ist billig so, aber die ist geil für draußen. Die ist einfach richtig geil für draußen, so muss ich sagen. Vor allem das Ding ist scheiße dicht. Das Ding ist scheiße dicht einfach. Würde es nicht dicht sein, müsste ja irgendwo... Also müsste ich irgendwo Fremdluft ziehen und dann würde nicht so viel Rauch kommen. Dann würde ja nicht so viel Rauch kommen, wenn ich Fremdluft ziehen würde. Deswegen, also die finde ich irgendwie geil. Da kommt zwar Tabak so rein, aber man hat Licht, man hat ein geiles Auspustsystem. Muss ich einfach nochmal sehen. Man hat einen guten Kopf bei, also der Kopf ist in Ordnung, ein Silikonkopf halt. Lotus dazu, das alles so. Dann hier noch die Zange und noch eine Zange für die andere Pfeife. Das sage ich zu diesen Billigzangen. Ansonsten, also die ist bisher mein Favorit. Mal schauen, was er hier noch die so sagt. Vielleicht kann die mich auch noch überzeugen. Also langsam ist die auch komplett an. Ich kann den Schlauch mal hier andersrum biegen. Bisher ist die auch komplett an. Was mich aber stört, du ziehst frei, also du ziehst Wasser mit. Also es kommt immer so ein Wassertropfen. Ich könnte noch einen Millimeter nach unten gehen oder 2 Millimeter mit dem Wasser, aber das Wasser schießt immer oben gegen. Das finde ich ein bisschen suboptimal. Aber für 40 Euro ist jetzt billiges Aluminium. Vielleicht ist das ja auch nur Plaste.
Also es fühlt sich nicht mal an wie Aluminium, ist das eigentlich auch in Ordnung so. Also ein cooles Design, es raucht, es ist dicht. Man hat geile Effekte so. Können das ja einfach mal mit einer E-Zigarette, kriegt man immer ein bisschen mehr Rauch hin. Wenn ich sie jetzt finden würde, würde ich mich direkt freuen. Da ist sie. Ich kann ja mal E-Zigarettenrauch da reinpusten, dann sieht man das ein bisschen besser, weil der ein bisschen dichter ist. Ja, die ist jetzt alle. Weil die jetzt alle ist, kriege ich hier. Warum lädt die eigentlich nicht auf? Ja, weil der Stecker nicht richtig drin ist. Hat jetzt nichts mit dem Video zu tun. Ansonsten, das raucht mit einem ordentlichen Kopfbau und ist cool. Gefällt mir beides. Also, ich bereue den Kauf gar nicht. Raucht, schmeckt, so wie es schmecken muss. Es schmeckt nicht nach Übrigens, es schmeckt nicht nach Plaste, es schmeckt nicht nach Silikon, es schmeckt nicht nach billig nach China. Ist cool, gefällt mir. Geil. Dann machen wir 2 gleichzeitig ziehen hier. Schmeckt nach Gurke mit Menthol und Apfel. Sehr, sehr geil. Kommen wir mal weg von den Pfeifen hier noch. Und gehen wir mal noch zu dem Schlauch. Ich kriege den Schlauch mittlerweile nicht mehr an. Er geht einfach gar nicht mehr an. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ding jetzt aufzuschneiden. Also ich kriege das hier nicht mehr auf. Nicht mehr an, deswegen schneiden wir die ganze Sache jetzt auf. Vielleicht kriegt man das dann irgendwie gerettet. Vielleicht kriege ich auch gleich einen Stromschlag. Wer weiß. Aber wir schneiden die ganze Sache jetzt hier auf. Ich will jetzt wissen, wie die ganze Technik darunter aussieht und ob man das vielleicht sogar retten kann, wenn das Ding hier ab ist. Das geht schon ein bisschen schwer ab. Also durch Silikon zu schneiden ist schon nicht so wichtig. Witzig hier. So, ich krempel das einfach mal hier so hoch. Ah, okay. Super. Du kannst die Batterien wechseln. Du kannst die Batterien wirklich tatsächlich wechseln. Du kriegst das Ding hier, diese Steuereinheit kriegst du auf. Ja, kriegst du komplett auf. Aber warum geht ja nicht mehr an? Ist dieser, ich glaube, der Knopf ist da ein bisschen im Eimer. Also du kriegst die ganze Sache auf. Oh, das freiliegende Kabel, also freiliegende, hier ist freiliegend nicht umdingselt. Mit Wasser sind jetzt zwar nur, was haben die, vielleicht 1,5 Volt, wenn überhaupt. Was haben die? Na, 3 Volt. Ich finde es halt trotzdem nicht so witzig, ne? Okay, also das ist hier ein bisschen freiliegend. Wenn da Wasser reinkommt, fände ich das jetzt nicht so geil. Wahrscheinlich kann man das einfach so rausziehen. Es ist eh kaputt, Freunde, da kann ich das ja auch rausziehen. Gut, so sieht die ganze Technik also aus. Ich nehme mal die Batterien aus, bevor hier noch irgendwas passiert. So sieht die ganze Technik also aus. Das ist also einfach nur ein Kupferdraht, wo Leuchtdioden dran sind und am Ende dreht er sich. Genau, am Ende ist er zusammen. Also mehr ist das nicht. Das ist im Endeffekt nur ein Schlauch mit ein bisschen LED drin. So, gut. Weg damit. Dann hat man hier noch einen schönen Schlauch, sag ich mal. Also, das ist ein stinknormaler Silikonschlauch. Den kann man auch noch ganz normal verwenden. Und dann kannst du auch den hier rausnehmen. Dann kannst du den hier reinmachen. So. Ein ganz normaler grüner Silikonschlauch. Also habe ich im Endeffekt einen Silikonschlauch mehr, kann man sagen. Mit irgendwas hinten dran. Ui, der Tabak kriegt gerade zu viel Hitze. Ist ja auch egal. Also, es funktioniert. Es funktioniert, Freunde. Also, die beiden Pfeifen funktionieren. Mit dem Schlauch, das funktioniert nicht mehr. Ich würde mal sagen, bevor wir zu lang werden, wir knallen jetzt rum, ändern die Szene, oder wir bleiben bei der Szene, aber die Pfeifen weg, der Schlauch weg und wir gehen mal über zu dem Silikonkopf. So, Freunde, da sind wir, um den Kopf auszuprobieren. Mir sind gerade eben die 6 Kohlen von den beiden Pfeifen. Die habe ich in den Kohlekopf daneben gestellt, war schon, habe den Kopf hier vorbereitet und wollte die gleichen Kohlen nochmal nehmen. Ist mir der ganze Kohlekopf umgefallen mit 6 Kohlen auf dem Teppich. Meine Güte. Passiert, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen, Freunde. Wir machen jetzt mit dem Kopf weiter. Ich werde euch ein paar Bilder, wie das Ganze aussieht, gebaut. Also ich habe hier, was habe ich hier nochmal genommen? X-Racher IC-App, den fand ich eigentlich gar nicht scheiße. Hier, ich habe den das erste Mal in der Pfeife, die hier stand, geraucht. In dieser dreieckigen Pfeife fand ich eigentlich ganz lecker. Und deswegen werden wir jetzt mal mit dem Kopf hier probieren. Wir brauchen keine Kopfdichtung, einfach rauf das Ding und mal gucken, ob das mit dieser Schublade so geht. Ja, das geht perfekt. Das müsste sogar gehen, wenn Kohlen drauf sind. Das könnte zwar ein bisschen heiß hier unten werden.
aber das geht sehr, sehr gut rein und raus. Ich sag mal, wenn man das ein paar Mal macht so, dann geht das eigentlich ganz gut. Also ich finde das eigentlich ganz cool mit dieser Schublade, weil wenn der Kopf kalt ist, kannst du einfach so rausziehen, neuen Tabak rein und fertig ist der Film. Probieren wir mal kurz vom Durchzug richtig reinschieben hier, probieren wir mal kurz vom Durchzug. Okay, der Durchzug ist halt nicht der optimalste. Ich habe halt auch wirklich Tabak über dieses Loch gelegt. Wenn nicht, kann man ja einfach hier von unten das so ein bisschen biegen. Vielleicht den so ein bisschen lockerer legen. So. Das liegt jetzt wahrscheinlich an meinem Kopfbau, aber ich sag mal, das wird auch funktionieren hier. Probieren wir einfach mal aus. Freunde, ich habe 3 neue Kohlen natürlich angemacht. Wenn euch die Kohlen auf den Teppich fallen, würde ich damit nicht weiter rauchen, weil die diese Teppichfasern anbrennen und das hängt dann an der Kohle und das ist halt nicht so cool, sage ich mal. Dann machen wir mal hier 3 Kohlen einfach rauf. Ganz easy, ganz locker. Ich wundere, dass das ein bisschen an meiner Zange qualmt. Ja, jetzt ist ja die Frage. 3 Kohlen kriegst du dann nämlich gar nicht rauf, 3 26er, weil du kriegst ja kaum 2 rauf, weil sonst liegt die Kohle auf dem Silikon. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Würde das Silikon wegschmelzen, so wie mein Teppich gerade eben. Übrigens, wenn sowas passiert, Freunde, Kohlen direkt runternehmen oder Wasser direkt draufkippen. Also Wasser würde ich nicht direkt auf die Kohlen kippen, aber Kohlen direkt runternehmen. Ich stand auf einmal, habe ganz schnell Zange, Kohlen rein in den Kohlekorb, einfach schnell reingeschmissen, direkt ein Wasserglas, direkt Wasser draufgekippt auf den Teppich, damit er einfach abkühlt, damit er nicht weiter brennt, weil es hat ihr gequalmt, Alter. Ohne Witz, das glaubt ihr mir zwar nicht, aber ich blende jetzt mal ein Foto ein von dem Teppich, einfach damit ihr mir das glaubt. Es muss immer was passieren, ne? Naja. Probieren wir mal, wie das Ganze schmeckt jetzt hier und ob das Ganze funktioniert, dieser Kopf. Also der Durchzug wird immer schlechter und es schmeckt direkt nach verbranntem Silikon. Meine Güte hier, was soll das jetzt? Ich hole mal einen Lochstecher, Freunde. Oder habe ich irgendwas hier? Nee. Ich hole mal einen Lochstecher und wir machen den Tag mal, glaube ich, ein bisschen locker rein. Ist jetzt zwar kein Lochstecher geworden, sondern eine andere Zange. Man sagt ja immer, ne, die Kohlezange ist nicht die Tabakzange. Übrigens hier mit Kohle drauf. Einfach rausziehen, können natürlich unten heiß werden dann. Aber ich will den Tabak nur so ein bisschen auflockern. Oder vielleicht lasse ich so ein bisschen um dieses Loch was frei. Ja, so müsste es eigentlich gehen. Weil ich hatte halt wirklich gar keinen Durchzug mehr und deswegen probieren wir das Ganze jetzt mal so. Wieder fix reinschieben. Aber in der Mitte ist ein bisschen frei gemacht, um dieses Loch und dann schauen wir, wie es jetzt ist. Schon mal ein bisschen besser. Aber immer noch nicht so das Wahre. Also es raucht, es funktioniert, klar, es schmeckt. Aber der Durchzug ist halt wirklich für den Arsch, ey. Ich weiß jetzt nicht, Alter, der Tabak ist ja direkt angebrannt in der einen Ecke. Das ist auch zu wenig Tabak meiner Meinung nach. Ich blende euch danach mal ein Foto ein, wie das aussieht, wenn das Ganze hier fertig ist. Also ich habe jetzt wirklich in der Mitte schon freigelassen. Ich wüsste jetzt nicht so, ich stoppe den mal hier so hinten richtig in der Ecke, dann kann ich den so wieder ein bisschen ranlegen. Also so, dass halt in der Mitte viele Löcher frei sind. Vielleicht sollte man die Löcher auch vergrößern. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich schiebe mal wieder rein hier das Ganze. Jetzt habe ich es zu weit reingeschoben. Mal schauen, was er jetzt sagt. Ja, diese Popellöcher da sind absolut nicht für geeignet. Funktioniert, raucht, schmeckt. Ist okay, also er schmeckt jetzt nicht so wie gerade mit dem Lotus hier. Aber es funktioniert. Es ist vom Durchzug halt auch ein bisschen komisch, es hört sich ein bisschen komisch an. Wir können die Kohle ja auch mal verschieben, einfach mal so ein Stück hier rüber. Weiß ich nicht, irgendwie ist der Kopf eine Enttäuschung. Also ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass der eine Enttäuschung ist. So. Also ich habe mir wirklich gedacht, hier der Kopf ist so, wo ich sage, ey, das Ding ist cool, das Ding ist geil. Legen jetzt mal 2 Kohlen drauf, der wird mir wahrscheinlich wieder direkt das Silikon verbrennen. Den Duo-Adapter probiere ich jetzt nicht aus, den hatte ich ja im ersten Video so halb ausprobiert. Also der funktioniert, aber halt der Durchzug wird halt hart verschlechtert, dieses 2 auf einen Anschluss so, aber ja, probieren wir mal hier mit 2 Kohlen jetzt.
Da zieht sich immer ein Stück Tabak in so ein Loch rein. Übrigens an die Horrorfilmindustrie, wenn ihr noch ein ekliges Geräusch braucht, hier habt ihr eins. Cuttet euch das einfach raus. Ja, Tabak brennt zu schnell an. Da ist zu wenig Tabak drin. Schauen wir uns die ganze Sache doch mal hier an. Das funktioniert, also das Rausziehen, aber ist direkt verkohlt. Ist direkt an der einen Stelle verkohlt. Der Tabak hat klar auch eine gute Hitze jetzt, aber irgendwie ist das doch leider nicht das Wahre. Also der Kopf fällt hier von allen Sachen wirklich durch, genauso wie der Schlauch. Hätte der Schlauch wirklich funktioniert und hätte der Schlauch keine offenen Kabel, also oder keine offenen Drähte drin, weil wenn da Wasser rankommt, klar, das wird jetzt ein bisschen was aushalten, aber trotzdem ist mir das nichts, wenn da trotzdem Batterien drin sind, also das ist mir dann einfach nichts. Also ich muss sagen, von den 5 Sachen, die ich jetzt bestellt habe, ist dieser Duo-Adapter, also diese 1 auf 2 Anschlüsse, ist cool, nett, aber halt natürlich verschlechtert der hart den Durchzug, ist aber in Ordnung, funktioniert. Die Pfeife, die flache Pfeife, ultra geil, muss ich sagen, also die finde ich richtig cool, schlechte Qualität zwar, aber richtig cool. Die dreieckige Pfeife ist ein bisschen mit der Kugel das Ding gewesen und das Wasser in den Schlauch kommt, ist aber in Ordnung, fand ich auch cool, hat mir auch gefallen. 5 Sachen hatten wir. Was hat man jetzt geredet? Ich bin so schnell vergesslich. Das glaubt ihr nicht. Den Duo-Adapter, die 2 Pfeifen. Den Schlauch habe ich den Schlauch schon angesprochen. Wie gesagt, auch cool. Dass er nicht nochmal angeht, fand ich halt ein bisschen schade. Deswegen habe ich ihn auseinandergeruppt. Man könnte neue Batterien reinmachen. Man könnte diesen Draht nochmal durchschieben. Dann würde der wahrscheinlich auch nochmal funktionieren. Vielleicht waren die Batterien auch schon alle. Kann auch sein. Deswegen ging er nicht mehr an. Und der Kopf fällt aber raus. Der Kopf ist die größte Enttäuschung. An dem, wo ich mir dachte, das wird mir am meisten gefallen, ist der Kopf doch die größte Enttäuschung. Übrigens, diese dreieckige Pfeife fand ich noch schlecht, dass kein Lotus dabei war, aber bei der anderen schon. Also, empfehlbar sind die beiden Pfeifen und der 1 auf 2 Adapter, wenn man jetzt so eine alte Pfeife hat. Wenn man jetzt so eine Pfeife hat, also eine Edelstahlpfeife, braucht man so ein Ding nicht so. Also, ich sag mal, wenn man jetzt diese dreieckige Pfeife hat oder diese flache Pfeife, dann ist so ein Adapter cool. Ansonsten kann man auch einen Schlauch weitergeben. Und bei den Pfeifen hat man mittlerweile Schliff, da braucht man sowas nicht. Wenn man sich noch einen zweiten Adapter zukaufen, das ist einfach edler. Und also auf jeden Fall hat mir das Spaß gemacht, das Ganze. Ob sowas nochmal kommt, weiß ich nicht. Wenn ihr sowas nochmal haben wollt, ist es super, sowas in der letzten Minute vom Video zu fragen, weil jetzt hier eh nur noch 5 Leute zuschauen, ist immer so. Wenn ihr sowas nochmal wollt, so eine Bestellungen, können wir das in naher Zukunft auf jeden Fall nochmal gerne machen. Ist mir egal, auf welcher Seite. Hauptsache, es kommt nicht vom Mond oder so. Also wenn es wieder 3 Jahre dauert, dann musste ich mir das nochmal überlegen. Das war schon eine harte, lange Zeit, ey. Ansonsten hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, diese 136 € sind nicht unbedingt rausgeschmissen worden. Also wie gesagt, die beiden Pfeifen haben sich in meinen Augen gelohnt. Die sind wirklich in Ordnung. Und wenn es euch gefallen hat, Freunde, kann ich nur sagen, Daumen nach oben hier, haut die Daumen hier raus, macht hier die 10 Millionen Daumen voll, ihr kennt's, Freunde. Checkt Links in der Beschreibung, sind uns beim nächsten Shisha-Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, liebe Shisha-Freunde. Jetzt sind wir nochmal einen Zug hiervon und dann bin ich wirklich raus. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir hier wirklich voll. Also, das ist ja mal wieder längstes Video hier. Gut, haut rein. Ich wünsche guten Rauch, liebe Shisha-Freunde. Komplett verbrannt und schmeckt nach Silikon. Wunderbar, haut rein.